Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept aus meiner Heimat. Und zwar gibt es Münsterländer Struven, die bei uns traditionell an Karfreitag gegessen werden. Dafür als erstes einen halben Würfel Hefe, einen Esslöffel Zucker sowie 375 ml lauwarme Milch in ein hohes Gefäß geben und mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Als nächstes die Hefe-Milch-Mischung zusammen mit 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Rosinen und einem Ei in eine große Rührschüssel geben und dann alle Zutaten einfach mit einem großen Löffel oder einem Mixer mit Knethaken für 1 bis 2 Minuten verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und ein klebriger Teig daraus entstanden ist. Den Teig anschließend mit einem Küchentuch abdecken, für 45 bis 60 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. Den Teig danach mit einem Löffel kurz durchrühren. Und jetzt können wir die Struven auch schon ausbacken. Dafür eine große Pfanne mit reichlich Öl erhitzen. Der Pfannenboden sollte gut mit Öl bedeckt sein. Und dann kommt der Teig in die Pfanne, immer jeweils einen gehäuften Esslöffel, die Struven in der Pfanne so gut es geht flach drücken und dann bei mittlerer Hitze 2 bis 3 Minuten backen, bis die Unterseite eine goldbraune Farbe angenommen hat. Die Struven anschließend vorsichtig wenden und dann für weitere 2 bis 3 Minuten zu Ende backen. Die fertigen Hefepfannkuchen danach aus der Pfanne heben, auf Küchenpapier etwas abtropfen lassen und dann am besten sofort servieren. Als Beilage eignet sich Apfelmus oder auch Pflaumenkompott. Die Struven zum Schluss mit reichlich Puderzucker bestreuen und genießen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch trotz aller Einschränkungen ein schönes Osterfest. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.